Beispiel. Ich bin Sabina. Wir haben uns 2011 gegründet. Eigentlich hatten Jan und ich vorher ein Projekt in der Musikschule, nichts Dolles irgendwie, und ja, dann wollten wir uns eine Band gründen. Dann hatten wir auch erst ein paar andere dabei, aber irgendwann kristallisierte sich dann durch Freunde und die Schule von Jan, glaube ich, war das, ne? Irgendwie heraus, Sabina, du warst irgendwie in einem Chor oder so, ne? Und ja, so hat sich das dann ergeben. Und Joel war auch glücklicherweise auf der gleichen Schule wie Jan und Sabina. Und da wir noch einen Keyboarder gesucht haben, ja, hat sich das dann so ergeben. Wir mussten sehr lange einen Bassisten suchen. Das ist sehr, sehr schwierig, offenbar. 2014. Ja. Also das ist echt sehr schwierig gewesen. Wir haben auch, ich weiß nicht, bestimmt ein Jahr damit verbracht, gefühlt 15 Bassisten zu casten, kann man schon sagen. Ja, es war echt mühselig, aber wir haben es geschafft. Ja? Und dann irgendwann kam der Chris auf uns zu. Gerade als wir aufgeben wollten. Ja, ehrlich. Er ist eben Spiel. Das war echt richtig cool. Ja, und seitdem spielen wir so in der Konstellation. Also mit Chris seit 2014. 2014, genau. Also für mich ist das Wichtigste beim Musizieren tatsächlich unser Zusammenspiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt so genau aussieht, aber für mich fühlt sich das alles sehr, sehr familiär an und sehr schön. Man weiß, man kann sich auf die anderen verlassen und da entsteht dann so eine ganz besondere Energie und die finde ich echt toll. Sagen, wir schaffen es, Emotionen zu erzeugen. Gänsehautmomente durch Melodien. Wir haben zwar Vertracktes, also ich finde, wir haben eine gute Symbiose aus vertracktem Zeug und Emotionen. Und also Zugänglichkeit, irgendwie Eingängigkeit, Zugänglichkeit. Ja, das ist, glaube ich, die Waage, die man im Progressive Rock schnell kippen kann. Ja. Ich weiß nicht, was mir häufig gesagt wird, ist, dass man bei uns so den Zusammenhalt häufig sehr stark merkt. Ja. So, und dass wir Spaß auf der Bühne haben. Ja. Und ich glaube, ich würde das auch sagen. Dass das Allerwichtigste ist, dass es uns Spaß macht. So. Ja. Dafür machen wir das. Und wenn es halt keinen Spaß machen würde, dann würden wir das nicht machen. Also im Endeffekt ist es ja Passion. Und also mit Rock kann man eh kein Geld verdienen, von daher so Geld kann es nicht sein. Passion statt Profit. Ja, ich finde es auch sehr gut, dass wir ich sag jetzt mal, jeder ist da gleichberechtigt. Ne? Es gibt ja genug Bands, wo einer ankommt mit Leadsheets oder so und sagt so, zock mal das und das. Nee. Und du denkst nur so, ja geil. Und dann, wenn du einmal was veränderst, ja, dann ist schon vorbei, sag ich mal. Ne? Ja, und du hast einfach gar der klingt manchmal zu weich. Nein, aber wenn das so rumgefällt, ist das Phasing?
Genau sowas meine ich, genau das. Aber wenn das so hin und her so... Das ist einfach ein Filter, der auf uns zugeht. Ja, der macht so... Ja, soll er doch. Ja, okay, dann der zählt 4 vorne, müsstest du... Joel? Ja, warte. Ah, hier ist er. Schnell, speichern. So. Ah, scheiße. Wir brauchen zweimal sehr lange für Songs, aber zumindest finde ich, die sind ja auch immer sehr gut. Also die gefallen dann irgendwie immer jedem. Du hast dann immer einen Teil so oder mehrere Teile, die dir super geil gefallen. Dafür hat der andere dann wiederum auch Teile, die ihm super gut gefallen und das ergibt dann so eine Ganze. Ne? Mhm. Gab es bei euch in der Band schon mal Krisen? Oh ja, klar gab es schon Krisen. Ah, jetzt so die letzte Krise ist ja eigentlich ab November bei dir jetzt gewesen, das mit der Stimme. Ja, ich hatte Stimmbandknötchen und mir wurde halt absolutes Singverbot auferlegt und es war halt auch nicht klar, wie schnell und ob falls das irgendwann besser wird, ob das dann irgendwie nicht doch irgendwie ein bisschen verändert klingt. Aber ich habe dann halt irgendwie echt ganz, ganz brav dran gearbeitet, hatte ganz, ganz tolle Unterstützung. Nicht nur von den Jungs, sondern auch von meinem Logopäden und meiner HNO-Ärztin und so. Und ja, inzwischen geht's wieder. Ich bin total happy, dass es jetzt wieder so funktioniert. Und nach 8 Monaten. Ja, das war echt eine lange Zeit. Wir hatten unseren ersten Gig dieses Jahr, konnten wir sagen, hey, wir spielen unseren ersten Gig dieses Jahr im Juni. So, das war geil. Es war schon so das halbe Jahr rum und dann... Ja, wir könnten zwar Songs schreiben, aber irgendwo, ich weiß nicht, bei mir war es trotzdem irgendwie immer so permanent so, hey, hoffentlich wird das wieder gut so. Klar. Also gerade so irgendwie dann die Zeit so ab, weiß nicht, ab März, April irgendwie, dass du dann irgendwie schon hast, so, boah, hoffentlich bringt das überhaupt irgendwie was und... Time scratched into the walls. I finally feel home. Ja, ich meine, du hast ja auch jetzt mittlerweile sehr dran gearbeitet, ne? Auch für dich selber, da dieses Blubbern da, komische Aufwärmübungen und so. Das ist übrigens extrem niedlich. Die Jungs machen sehr, sehr gerne mal eine Aufwärmübungen mit. Vielen Dank. Was war euer wichtigstes Erlebnis als Band? Spul ungefähr, wie spät ist es? 24 Stunden zurück. Ja, eher so 12, 13. Unser wichtigstes Erlebnis, definitiv Night of the Prog. Kommen wir ja gerade her. Das ist der Wahnsinn, wir haben da ewig hingearbeitet. Immer wollten wir da spielen und irgendwann... Ich krieg Gänsehaut. Das ist der Hammer. Also wir sitzen hier quasi gerade in so morgendlichem Outfit. Wir sind hier gerade in unserer Unterkunft und haben halt hier übernachtet, gestern dort gespielt und es war der Knaller. Ne? Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Großem Abstand der schönste und größte Auftritt mit dem schönsten, größten Publikum, das wir je spielen durften. Also. Ja, das ist echt der Knaller. Klar, davor gab es auch gute Sachen, Debütalbum oder andere Support-Gigs und so, aber das hat echt dem Ganzen so eine Krone aufgesetzt. Ja, es war halt das irgendwie so, wo man irgendwie die ganzen Jahre irgendwie hin wollte. Ja, jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo wir hinwollen. No. Nein, jetzt können wir aufhören. Jetzt können wir aufhören. Danke, es war nett mit euch. Tschüss. Ich suche mir jetzt neue Projekte. Nein, jetzt geht's erst richtig los.
es kribbelt alles. Das ist ganz furchtbar. Wenn du so viel Zucker und Salz und sowas zu denen nimmst, dann wird das auch so ein bisschen bunt hier. Wovon kriegst du noch Kopfschmerzen? Von schlechter Musik. Ich jetzt? Ja, das, ja. Also Nahrungsmittel. Keine Ahnung. Nichts, wovon ich so Was hat der Typ Also auch vorhin noch mal gesagt?